Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen am Mercator-Institut für China-Studien. Herzlich willkommen auch online zum Gespräch mit der Bundesministerin Annalena Baerbock über die deutsche China-Politik bei Merex. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen, Frau Ministerin, um mit Ihnen und hochrangigen Gästen aus Politik und Wirtschaft über die Grundsätze, Prioritäten, neue Weichenstellungen der künftigen deutschen China-Politik zu diskutieren. Vor 83 Wochen, im Dezember 2021, hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgehalten, wir brauchen eine umfassende China-Strategie in Deutschland im Rahmen der gemeinsamen EU-China-Politik. Mit dieser besonderen Herausstellung der China-Politik wurde zum einen schlicht das Gewicht und die Bedeutung der Beziehungen anerkannt, 300 Milliarden Warenhandelsvolumen, wechselseitige Investitionen, die Rolle Chinas bei globalen Fragen. Aber eben auch die besondere Herausforderung für Deutschland und Europa, die Chinas Handeln mit sich bringt. Deutschland und China haben in wichtigen Bereichen unterschiedliche Vorstellungen über die Prinzipien der internationalen Ordnung. Heute im Kabinett, vor wenigen Minuten, ist nun diese China-Strategie der gesamten Bundesregierung verabschiedet worden. Es steht außer Frage, seit Dezember 2021 hat sich die Welt deutlich, man kann sagen dramatisch, weitergedreht und China ist, wie auch wir, nicht nur betroffen von diesen Veränderungen, sondern gestaltet sie aktiv mit. Vom Umgang mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine zu Spannungen zwischen den USA und China, nicht zuletzt mit Blick auf Taiwan, von einer Zuspitzung des Klimawandels zu Inflations- und Rezessionsrisiken. Und auch in China gab es und gibt es gewichtige Entwicklungen. Das Ende der Zero-Covid-Isolation, die Bestätigung der politischen Führung des Partei- und Staatschefs Xi Jinpings und seines innen- und außenpolitischen Kurses. Und dazu heute eine stark herausfordernde Wirtschaftslage und für uns wichtig Verschiebungen in der Statik der europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Kurz, die China-Strategie kommt in einer Situation, die von Unsicherheit geprägt ist. Sie ist aber auch geprägt von einem Interesse, mit dieser Unsicherheit aktiv und konstruktiv womöglich umzugehen. De-Risking und kein Decoupling von China unter diesem Paradigma fanden im Juni entsprechend auch zum 7. Mal die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen statt. Wie kann Deutschland zukünftig vor diesem Hintergrund mit China zusammenarbeiten, ohne unsere freiheitlich-demokratische Lebensweise, unsere Souveränität, unseren Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere Partnerschaften mit anderen zu gefährden? China hat sich verändert. Dies und die politischen Entscheidungen Chinas machen eine Veränderung unseres Umgangs mit China erforderlich. Das ist die Ausgangslage, wie sie in der China-Strategie beschrieben wird. Und auf 44 Seiten eng gedruckten Text hat die Bundesregierung nun ausbuchstabiert, was dies für die deutsche Politik, also nicht nur Außenpolitik, bedeutet. Darüber wollen wir heute von Ihnen hören und miteinander sprechen. Wir freuen uns, dass wir nach dem Impuls der Ministerin gleich noch Gelegenheit haben, auf einem Panel zu diskutieren mit Dr. Nies Schmidt, Mitglied des Bundestags, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, mit Nikolaus Zipelius, ebenfalls Mitglied des Bundestags und für die CDU unter anderem im Ausschuss für Digitales und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sowie mit Dr. Sabine Stricker-Kellerer, internationale Rechtsanwältin und eine der führenden Beraterinnen von Unternehmen in China-Fragen sowie Mitglied des Deutsch-Chinesischen Dialogforums. Danach wird es Gelegenheit geben für einige Fragen, auch aus dem Publikum und der anwesenden Medien. Schließlich für alle, die es noch nicht gemerkt haben, der kurze Hinweis, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Genug der Vorrede, Frau Ministerin. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie heute direkt nach der Kabinettssitzung und vor den anschließenden Terminen hierher geeilt sind. Und wir freuen uns nun auf Ihren Impuls zur Zukunft der deutschen China-Politik. Herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Huhtari, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. 800 Millionen Menschen. Das ist die Anzahl der Chinesinnen und Chinesen, die in den letzten Jahrzehnten den Weg aus der Armut gefunden haben. 298 Milliarden Euro. In dieser Höhe haben Deutschland und China im letzten Jahr Waren ausgetauscht. Ein Rekordwert. 87 Gigawatt. So viel Solarenergie hat China allein letztes Jahr installiert.
mehr als die gesamte installierte Solarkapazität Deutschlands. 96%. So hoch ist der Anteil Chinas an der weltweiten Galliumproduktion, dessen Export China seit letzter Woche beschränken will. 69 Kriegsschiffe. Damit hat China in den letzten 5 Jahren seine Marine zur zahlenmäßig größten der Welt gemacht. 1 Million Hongkong-Dollar, das ist das Kopfgeld, das die Hongkonger Polizei auf 8 pro-demokratische Aktivisten ausgesetzt hat, die im Ausland leben. Das alles sind Schlaglichter auf ein Land, das so komplex und so vielschichtig ist wie die 1,4 Milliarden Menschen, die dort leben. Ein Land, das sich in den letzten 10 Jahren so rasant verändert hat, vielleicht wie kein anderes Land auf dieser Welt. Ein Land, dessen Entwicklung dieses Jahrhundert prägen wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass unsere Gesellschaft sich dieser Realität stellt. Für Deutschland bleibt China Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. Aber der Aspekt des systemischen Rivalen ist in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten. Wir brauchen also nicht mit der Lupe auf die Suche zu gehen, um zu sehen, China hat sich verändert. Wer China zuhört, der weiß, mit welchem Selbstbewusstsein es die Entwicklung unserer Welt entscheidend beeinflussen wird. Repressiver nach innen, offensiver nach außen. China hat sich verändert und deswegen muss sich auch unsere China-Politik verändern. Genau das ist das Ziel dieser ersten China-Strategie der deutschen Bundesregierung, die wir heute gemeinsam im Kabinett, man kann fast noch sagen, vor wenigen Minuten beschlossen haben. Sie ist das Ergebnis von unzähligen Gesprächen, die wir in den vergangenen Monaten geführt haben, natürlich im Ressortkreis mit den Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Wirtschaft, mit der Wissenschaft in all ihrer Vielfalt, mit NGOs und vor allen Dingen auch mit unseren internationalen Partnern, und zwar weltweit. Und natürlich haben wir uns auch mit unseren chinesischen Partnern ausgetauscht, intensiv, erst recht seitdem das wieder auch face-to-face möglich ist, in Peking, in Berlin, aber auch bei vielen internationalen Treffen. Dieser Prozess hat seine Zeit gebraucht und ich danke Ihnen, dass Sie es in Wochen dargestellt haben und nicht in Tagen, aber er war notwendig. Denn unsere Beziehungen zu China sind viel mehr als der Kontakt zwischen einzelnen Ministerien, als der Kontakt zwischen einem Außenminister und einer Außenministerin oder dem Staatspräsidenten und dem Bundeskanzler. Der Austausch, die Beziehungen zu China und Deutschland, zu China und der Europäischen Union, das sind eben auch die Mitarbeitenden von einem Autobauer aus Baden-Württemberg, der aus China Lithium für die Batterien seiner E-Flotte bezieht. Unsere gemeinsamen Beziehungen, das ist auch ein Unternehmen aus NRW, das in China Medikamente gegen tödliche Krankheiten herstellt. Unsere Beziehungen, das sind auch die Universitäten, eine Universität aus Sachsen, die ein Forschungsprojekt zu künstlicher Intelligenz aufschreibt und sich dann überlegen muss, wie gehen wir eigentlich mit Bewerbungen aus China um. Auf diese Fragen brauchen wir kohärente Antworten als Gesellschaft. Ich möchte deshalb 3 Aspekte unserer China-Strategie ansprechen, die mir dabei besonders wichtig sind. Erstens, wir wollen uns von China nicht abkoppeln, sondern Risiken so weit wie möglich mindern. Im letzten Jahr haben wir schmerzhaft erlebt, wie verwundbar uns einseitige Abhängigkeiten machen. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, haben wir als Bundesregierung und in der EU De-Risking zum Gebot der Stunde gemacht. Dazu gehört, dass die Verantwortlichkeiten für riskante unternehmerische Entscheidungen klar bleiben. In guten Zeiten auf die unsichtbare Hand des Marktes zu vertrauen und
In schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten nach dem starken Arm des Staates zu verlangen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das kann auch nicht eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt stemmen. Wir müssen daher aus unserem volkswirtschaftlichen, gemeinsamen, gesellschaftlichen Interesse unsere wirtschaftliche Sicherheit stärker in den Mittelpunkt stellen. Und das heißt vor allen Dingen Klumpenrisiken, die eben nicht nur Einzelne betreffen, sondern eine gesamte Volkswirtschaft minimieren. Deshalb werden Unternehmen, die sich in hohem Maße vom chinesischen Markt abhängig machen, in Zukunft das finanzielle Risiko verstärkt selbst tragen müssen. Zur wirtschaftlichen Sicherheit gehört auch, dass Unternehmen sicherstellen, dass sie in ihren Lieferketten die Menschenrechte, dass sie dort nicht verletzt werden. Natürlich aus unserer Verantwortung gegenüber den Menschenrechten, aber eben auch, um unser Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland, Europa zu minimieren. Denn wenn wir das akzeptieren würden, wäre das eine Wettbewerbsverzerrung, insbesondere für europäische Unternehmen. Gleichzeitig werden wir unsere europäische Wirtschaft gegen unfairen Wettbewerb schützen, indem wir neue, vor allen Dingen europäische Werkzeuge entwickeln und dann auch gemeinsam nutzen. Zum Beispiel das Instrument gegen Zwangsmaßnahmen, indem wir, wenn nötig, europäische Unternehmen gegen Erpressungsversuche durch Drittstaaten schützen können, wenn es sein muss, auch mit Zöllen oder Handelsbeschränkungen, und zwar gemeinsam europäisch, weil nur dann funktioniert das. Wir haben im Falle Litauens gesehen, dass das keine theoretische Debatte ist, und wir haben auch spüren können, was passiert, wenn wir diese Verwundbarkeit nicht gemeinsam angehen, dass diese dann nämlich zulasten eines einzelnen europäischen Staates und seiner Gesellschaft ausgenutzt würde. In solchen Momenten ist unsere europäische Geschlossenheit unsere Stärke. Der gemeinsame europäische Binnenmarkt ist dabei unser schlagkräftigstes Instrument. Er ist Hebel und Schutzschild zugleich. Denn ja, wir können den riesigen chinesischen Markt nicht ignorieren und wir wollen es auch nicht. Aber zugleich ist genauso wahr: Der chinesische Markt braucht auch den europäischen Markt. Daher können die Spannungen um Taiwan uns nicht egal sein. Eine militärische Eskalation wäre auch eine Gefahr für Millionen von Menschen, und zwar weltweit und damit auch bei uns. Die Hälfte aller Containerschiffe der Welt fährt durch die Straße von Taiwan. Containerschiffe, auch das haben wir ja im letzten Jahr und in den letzten Monaten gelernt, darauf sind eben Dinge wie Fiebersäfte. Darauf sind Dinge wie Maschinenteile, Nahrungsmittel, lebenswichtige Medikamente. Das alles wird auch durch diese Lebensader der Weltwirtschaft transportiert. Für uns heißt das daher, wir müssen hinschauen. Für uns heißt das aber eben auch, je diverser unsere Handels- und Lieferketten aufgestellt sind, desto widerstandsfähiger ist der europäische Wirtschaftsstandort, der Wirtschaftsstandort Deutschland. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Um uns unabhängiger zu machen, investieren wir in unsere globalen Partnerschaften. Zum Beispiel, indem wir Rohstoffpartnerschaften in Afrika, in Lateinamerika und auch viel stärker im Indopazifik abschließen. Momentan importiert die EU 98% der seltenen Erden, die wir für Elektromotoren und Generatoren brauchen, aus China. Das können wir logischerweise nicht auf Knopfdruck ändern, aber wir können anfangen, und wir haben auch angefangen, neue Quellen zu erschließen und dabei zugleich faire Wertschöpfung zu gestalten. Und zwar nicht nur in Europa, sondern gerade eben auch darüber hinaus. Das ist eins unserer Ziele, wenn wir jetzt neue Handelsabkommen voranbringen. Ich war mit dem Kollegen Hubertus Heil letzten Monat in Brasilien,
Ein Land, das mittlerweile fast 6-mal so viele Waren nach China wie nach Deutschland exportiert. Und wenn wir über seltene Erden und seltene Rohstoffe reden und dann genau in der Region hinschauen, eben feststellen, dass wir dort europäische Unternehmen, deutsche Unternehmen, mehr als mit der Lupe suchen müssen. Wenn wir also in diesem Wettbewerb nicht auf der Strecke bleiben wollen, dann brauchen wir unter anderem auch ein starkes Abkommen zwischen der EU und Mercosur. Und wir wollen das, und zwar wir alle. Und das Gute ist dabei, dass es nicht so wir hingedrängt werden müssen, sondern es ist unserem gegenseitigen Interesse. Und wir können dabei den Handel weltweit positiv gestalten. Wir können weltweite Standards setzen für Fairness und Nachhaltigkeit, auch in einer neuen Zeit auf Augenhöhe. Mein dritter Punkt ist, wir wollen diversifizieren, aber wir wollen eben auch die Zusammenarbeit mit China weiter ausbauen, weil wir sie brauchen. Das gilt für unsere Wirtschaftskontakte, denn wir wollen weder die wirtschaftliche Entwicklung Chinas noch unsere eigene behindern. Das gilt aber eben auch für die größte globale Krise, die Eindämmung der Klimakrise. China verursacht fast 1/3 der weltweiten CO2-Emissionen und baut bekanntermaßen weiter Kohlekraftwerke. Auf der anderen Seite hat China die gigantischen Chancen der Energiewende nicht nur erkannt, sondern nutzt sie in einem rasanten Tempo, was wir niemals leisten können, und produziert mehr Solarenergie als der Rest der Welt zusammen. Auch bei den Regierungskonsultationen im Mai haben wir daher unsere nicht nur Bereitschaft, sondern unseren gemeinsamen Anspruch zu mehr Zusammenarbeit im Klimabereich gesehen. Dieses Potenzial wollen wir nutzen, und zwar nicht nur als Europäer mit China zusammen, sondern gerade auch mit unseren Partnern weltweit, unseren amerikanischen Freunden, aber eben auch vielen, vielen anderen Partnern weltweit, weil wir alle diese grüne Transformation brauchen. Klar ist, ohne China werden wir es weder schaffen, die Klimakrise wirksam einzudämmen, noch zu mehr fairem Wohlstand auf der Welt zu kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das alles und noch viel mehr sind Themen, denen wir uns in unserer China-Strategie nicht nur widmen, sondern Themen, denen wir einen politischen Rahmen geben. Wir stellen uns damit den Herausforderungen, die sich aus Chinas Verhalten der letzten 10 Jahre ergeben. Und wir zeigen Wege und Instrumente auf, wie Deutschland im Herzen Europas mit China zusammenarbeiten kann, ohne unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung, ohne unseren Wohlstand und unsere Partnerschaft mit anderen Ländern auf dieser Welt zu gefährden. Wir zeigen, wie 1,4 Milliarden Menschen in all ihrer wunderbaren Vielfalt, von Xinjiang bis Shandong, zu 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in der EU, von Porto bis Vilnius, wieder stärker in den Kontakt und Austausch und das Miteinander treten können. Und wir zeigen zugleich, dass wir realistisch sind, aber nicht naiv. Ich bin überzeugt, wir werden an diesen Herausforderungen, wenn wir das alle wollen, gemeinsam wachsen, zum Guten in dieser Welt. Mit einer Stärkung des europäischen Binnenmarkts, mit einer guten Standortpolitik für die Bundesrepublik Deutschland und vor allen Dingen mit allen Teilen der Gesellschaft, von der Universität in Sachsen über den Autobauer aus Baden-Württemberg bis zu jedem Ministerium in dieser schönen Bundesregierung. Deshalb freue ich mich jetzt auf das gemeinsame Gespräch mit Ihnen und mit euch. Ich bin den Kolleginnen aus dem Bundestag, aber auch allen anderen sehr dankbar, dass Sie so flexibel sind wie die Weltpolitik derzeit. Und ich danke insbesondere Merix, dass wir heute hier, obwohl der Tag nicht so klar war, und zwar nicht nur für 83 Wochen, sondern auch für die letzten 83 Stunden, dass wir heute hier bei Ihnen bei Merix
einem der führenden Forschungsinstitute in Europa, diese erste China-Strategie der Bundesrepublik Deutschland vorstellen können. Herzlichen Dank.